Wir gehen jetzt davon aus, das Netz ist zusammengebrochen, wir haben keine Energieversorgung und wollen jetzt die Energieversorgung wieder aufbauen. Wenn wir vom Schwarzstart reden, müssen wir vielleicht kurz definieren, was das überhaupt ist. Wir gehen jetzt davon aus, das Netz ist zusammengebrochen, wir haben keine Energieversorgung und wollen jetzt die Energieversorgung wieder aufbauen. Das heißt, so ein Kraftwerk muss in der Lage sein, ohne fremde Versorgung selbst wieder in Betrieb zu gehen. Und das geht jetzt auf mehreren Ebenen. Wichtig ist einmal, dass der sogenannte Eigenbedarf gedeckt wird. Der Eigenbedarf, das ist die Stromversorgung, die ich brauche, damit überhaupt die Steuerung, das Licht, die Computer funktionieren. Das wird meistens über Notstrombatterien oder über einen Notstromdiesel gedeckt. Im nächsten Schritt, und wir gehen jetzt von einem Wasserkraftwerk aus, müssen wir die Turbine in Bewegung setzen. Das ist im Prinzip wirklich unter Anführungszeichen nur Aufdrehen des Wassers. Das Wasser muss fließen, das treibt die Turbine an, die Turbine ist mit dem Generator verbunden und es beginnt sich zu drehen. Der letzte Schritt ist dann, dass ich jetzt die Erregung des Generators mit Strom versorge und damit kann mein Generator bereits Strom produzieren. Das heißt, das Kraftwerk läuft und jetzt kann ich schrittweise mein Netz wieder aufbauen, indem ich diese Spannung weiterschalte. Ich gehe mal auf die erste Leitung, hier sieht man so Leitungen, also man kann sich vorstellen, hier hinten ist irgendwo ein Kraftwerk, dann schalte ich die erste Leitung ein, dann schalte ich die nächste Leitung ein, komme dann irgendwann vielleicht zu den ersten Verbrauchern, kann die ersten Verbraucher versorgen, gehe dann weiter zum nächsten Kraftwerk, kann das nächste Kraftwerk dazuschalten und so wird Schritt für Schritt ein Netz wieder aufgebaut. Das dauert mehrere Stunden, das muss vorher geübt werden, das ist jetzt nicht so ohne weiteres von Haus aus zu machen, aber es funktioniert im Ernstfall. Und da sind wir in Österreich wiederum in einer speziell sehr guten Situation, weil wir so viele Wasserkraftwerke zur Verfügung haben. Wenn man jetzt natürlich etwas weiter schaut, diese Kraftwerke, diese Wasserkraftwerke sind irgendwo im Bereich der Alpen, muss ich natürlich auch irgendwann einmal in den Bereich der großen Städte kommen. Und da gibt es dann die Konzepte, dass beispielsweise von den Zentralalpen Leitungen durchgeschaltet werden bis nach Wien. Und dann hätte ich die Möglichkeit, in Wien beispielsweise ein Gaskraftwerk dazu zu nehmen. Und damit kann ich wirklich so einen Backbone quer durch Österreich bespannen und das ist dann wirklich so die Keimzelle für eine Wiederversorgung nach einem Blackout.